Hallo zusammen, mein heutiges Thema ist Steuerförderungen Teil 1 und im Speziellen der Investitionsabzugsbetrag nach § 7g Einkommensteuergesetz, kurz IAB genannt. Dieser ist dafür da, Ihre Einkommensteuer und Gewerbesteuer zu mindern, dafür, dass Sie innerhalb der kommenden 3 Jahre planen, einen Vermögensgegenstand zu kaufen. Heißt, er muss mehr als 90% betrieblich genutzt sein und länger als 1 Jahr halten. Heißt auch, es ist nicht irgendeine Kleinigkeit wie ein Bürozettel oder ein Büroblock. Es muss schon wirklich eine Anschaffung sein. Wenn Sie das haben, dürfen Sie in der Planungsphase, den 3 Jahren, 40% der voraussichtlichen Herstellungs- und Anschaffungskosten schon gewinnmindernd berücksichtigen. Und wenn Sie es dann nachher angeschafft haben, das ist noch das Add-on, dann können Sie weitere 20% sofort abziehen. Heißt 60% per Saldo werden abgeschrieben. Nur in unterschiedlichen Jahren, einmal in der Planung und einmal in der Anschaffung. Sie müssen ein paar Bedingungen erfüllen. Ihr Eigenkapital darf nicht mehr als 235.000 € betragen, das ist bei Bilanzierern so. Und wenn Sie eine Einnahmenüberschussrechnung machen, darf Ihr Gewinn nicht mehr als 100.000 € betragen. Hier haben Sie natürlich Gestaltungsspielraum. Ich kenne viele Gewinnermittler, die haben einen Gewinn von 100.000 € und mehr. Die brauchen ja auch was zum Leben, das wird aber nicht berücksichtigt. Mindert also nichts an dem Gewinn. Wenn man die aber ändert auf Bilanzierung und das Eigenkapital darf nicht mehr als 235.000 € betragen, dann ist das natürlich Gewinn minus Entnahmen. Ja, so schafft man dann doch unter die Grenze zu kommen, um diese Förderung zu bekommen. Thanks for watching.